Grüezi und herzlich willkommen in Bamberg, der Stadt an der Regnitz, die so prächtig mittelalterlichen Charme versprüht. Ich eile, nein, ich fahre ins Zentrum Bambergs, die Stadt, die auch das fränkische Rom genannt wird, denn wie Rom ist auch Bamberg auf 7 Hügeln gebaut und sie wird auch dich als lebendig quirlige Kulturstadt begeistern. Mit rund 2400 Fachwerkhäusern gilt Bamberg als eine der schönsten Städte Deutschlands und zählt mit ihren mittelalterlichen Straßen und Gebäuden seit 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Legen wir also gleich los mit dem Erkunden der Stadt. An der Ecke Kesslerstraße, Grüner Markt steht der Neptunbrunnen, von den Bamberger liebevoll Gabelmann genannt. Übrigens, die Straße heißt nicht nur Grüner Markt, hier herrscht tatsächlich ein reges Markttreiben und zwar das ganze Jahr über, von Montag bis Samstag. Die Marktkaufleute, deren Geschichte bis in das 11. Jahrhundert zurückgeht, sind aus dem Stadtbild Bambergs nicht mehr wegzudenken. Flankiert von wunderschönen, gepflegten Häuserfronten lässt sich hier herrlich flanieren. Ja, und dabei begegnest du praktisch zwangsläufig dem Maximiliansplatz, von den Einheimischen ausschließlich Maxplatz genannt. Er wurde nach König Maximilian I. Joseph von Bayern oder eben kurz Max Joseph benannt und ist der bedeutendste und größte Platz der Innenstadt. Das um 1735 von Balthasar Neumann erbaute neue Rathaus im Barockstil ist Dreh- und Angelpunkt des Maxplatzes. Die Größe und Bekanntheit des Platzes veranlasst, dass er sehr unterschiedlich genutzt wird. Kulturelle Events oder der Obst- und Gemüsemarkt, der Flohmarkt sowie durch den bekannten Weihnachtsmarkt. Der Grundstein für den Bamberger Dom wurde bereits anfangs des 11. Jahrhunderts gelegt. Im 13. Jahrhundert begann der Abbruch und Neubau des Doms und schließlich erfolgte am 6. Mai 1237 die Weihe des heutigen romanischen Doms mit den heute weithin sichtbaren 4 Türmen. Seit dem Bauabschluss ist an der Raumschale nichts Wesentliches mehr verändert worden.
Selbst vom Domplatz aus kannst du eine prächtige Aussicht auf die Stadt genießen. Und gleich neben dem Dom die alte Hofhaltung mit dem hohen Renaissancegiebel, der schönen Pforte und dem malerischen Innenhof. Im von Fachwerkbauten gesäumten Innenhof wird seit 2004 neben anderen Aufführungen die zum Kultstück avancierte 1000-jährige Stadtgeschichte unter dem Titel Licht und Schatten an den Wochenenden von Mai bis Oktober aufgeführt. Daneben beherbergt die alte Hofhaltung das Historische Museum und die Katharinenkapelle, die heutzutage verständlicherweise rege für Trauungen genutzt wird. Wechseln wir an einen anderen romantischen Platz, Bambergs Klein-Venedig. Gemeint ist die ehemalige Fischersiedlung, in der die mittelalterlichen Fachwerkhäuser dicht beisammenstehen und die kleinen Gärten fast alle eine eigene Anlegestelle für Boote haben. Selbstredend wird mit entsprechenden Angeboten dem Venedig-Erlebnis leicht nachgeholfen. Streifen wir noch etwas mehr durch die Altstadt von Bamberg, diesmal in Richtung des linken Regnitzarms. Bei der unteren Brücke steht die 1987 von Igor Michoraj geschaffene Bronzebüste eines römischen Centurios mit absichtlich unfertigen Zügen. Auf der unteren Brücke mit dem Rücken zu Regnitz und mit Blick auf das alte Rathaus steht seit 1750 die Skulptur der heiligen Kunigunde von Luxemburg, Königin und Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches und Mitbegründerin des Bistums Bamberg. Das Hochwasser von 1784 zerstörte die Brücke und 5 Skulpturen. Die Skulptur der heiligen Kunigunde, ich drücke es mal so aus, überlebte als einzige. Auf der oberen Brücke gehst du unter dem alten Rathaus hindurch. Okay, das Ganze mag verwirrend klingen, doch das alte Rathaus ist tatsächlich eine Insel in der Regnitz, nur durch die beiden Bogenbrücken mit dem Festland verbunden. Die
schönste Sicht aufs alte Rathaus hast du vom Geierswörthsteg aus. Sieht schon prächtig aus. In unmittelbarer Nähe zum alten Rathaus steht der Adlerbrunnen, auf dessen Spitze ein majestätischer Steinvogel thront. Hier in Bamberg sorgen in den Frühjahrs- und Sommermonaten 6 hygienisch einwandfreie Trinkwasserbrunnen für kostenlose und willkommene Erfrischung für zwischendurch. Der alte Schlachthof an der Regnitz ist vor allem für seine originalgetreue Darstellung eines Ochsen über dem Hauptportal bekannt. Geschlachtet wird hier allerdings seit 1904 nicht mehr. Hier am Kranen fallen sofort die beiden eisernen Kräne auf, mit denen früher die ankommenden Schiffe be- und entladen wurden. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier am Kranen etwas innezuhalten, um die Sicht auf die Altstadt zu genießen. Seit dem 13. Jahrhundert war die am Kallberg gelegene Kirche, daher auch der gebräuchliche Name Obere Pfarre, eine Oberpfarrei des Domkapitels. Bis 1923 wohnte noch ein Türmer im über 2 Stockwerke reichenden obersten Turmaufbau. Die geschichtlichen Ursprünge der Pfarrkirche Unsere Liebe Frau sind sicher schon vor der Bamberger Bistumsgründung im Jahr 1007 anzusetzen. Bamberg ist heute Sitz des Erzbischofs, im fränkischen Volksmund umgangssprachlich auch Erdbeerschorsch genannt, der Diözese Bamberg, die weite Teile Nordbayerns umfasst. Auf einem der 7 Hügel Bambergs liegt die historische ehemalige Klosteranlage St. Michael mit ihrer über 1000 Jahre alten Klosterkirche, die allerdings aufgrund einer Generalsanierung der Klosteranlage derzeit nicht besucht werden kann. Doch hier gibt es noch viel mehr zu entdecken. Das Theater am Michaelsberg bietet ein abwechslungsreiches Programm, tolles Ambiente und garantiert mit Kabarett und Komödien einen vergnüglichen Theaterbesuch. Und den kann ich dir absolut empfehlen. Was auf die Schnelle stark beeindruckt, ist die malerische 360-Grad-Aussicht auf Bamberg und das ganze Umland. Umgeben ist die Anlage mit umfangreichen Streuobstwiesen, dem Weinberg und barocken Terrassengarten.
Von der Klosteranlage Michaelisberg kannst du recht bequem wieder ins Zentrum hinablaufen. Dazu brauchst du kaum länger als 15 Minuten. Es sei denn, du lässt dich von den einladenden Restaurants etwas aufhalten. Mit diesen letzten Eindrücken aus dem wunderschönen Bamberg danke ich dir ganz herzlich für dein Dabeisein. Und wenn du magst, schreib mir einen Kommentar. Und wenn du mir ein Like schenkst und meinen Kanal abonnierst, freut mich das ganz besonders. Wir sehen uns demnächst wieder, dann aus einer etwas größeren Stadt, wiederum in Deutschland. Natürlich nur auf diesem Kanal. Bleib also einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.